Meine lieben Shooter-Freunde, Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober. Die Beta steht schon nächste Woche vor der Tür. Black Ops 7 erscheint am 14. November. Black Ops 6 Season 5 steht unmittelbar vor der Tür. Vieles Neues in der modernen Shooter-Welt. Das ist vor allem gut für uns. Es ist auch gut für Warzone, damit sie endlich aufwachen, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. An alle Neuen, ich bin der Aimfuchs und ich heiße auch euch herzlich willkommen. Ich zocke seit über 20 Jahren leidenschaftlich die verschiedensten Shooter. Letztes Jahr, Anfang 2024, habe ich diesen YouTube-Channel gegründet mit dem Ziel, euch zu einem effizient, schnell besseren Shooter-Spieler zu machen, damit ihr möglichst viel Spaß am Spiel habt. Angefangen vor einem Jahr mit Call of Duty MW3 bzw. Warzone MW3 und jetzt BO6 und Warzone BO6. Bei mir ist es schon immer gleich gewesen. Ich zocke einen Shooter exzessiv. Ich möchte in diesem Shooter möglichst effizient, neben meinem normalen Job, hohes Level erreichen, damit ich jetzt endlich ja mehr Spaß am Spiel habe und ich weiß, es geht vielen da draußen genauso. Und das wird immer, und das ist versprochen, auf diesem Kanal so bleiben. Warzone bzw. Call of Duty steht aktuell vorm Abgrund, man kann es nicht anders sagen. Genau in der richtigen Zeit kommt Battlefield 6. Die Konkurrenz erwacht auf und belebt das Geschäft. Und das ist gut für uns und Warzone, denn das hat sicherlich auch langfristig auf Warzone bzw. Call of Duty einen positiven Effekt. Was mein Hintergrund zu Battlefield ist, der ist ziemlich groß, wie ich die Situation zwischen Call of Duty und Battlefield 6 jetzt einschätze und vor allem, wie es auf dem Kanal höchstwahrscheinlich weitergeht. Das alles besprechen wir jetzt. Viel Spaß! Okay, let's go. Also ich möchte zuerst mal im ersten Schritt des Videos so ein bisschen über den aktuellen Zustand aus meiner Sicht von Call of Duty bzw. Warzone sprechen, ja. Und da fangen wir direkt mal an. Wenn wir uns das hier mal anschauen im Menü und ich möchte auf einen Punkt hinaus, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und den ihr auf meinem Kanal so auch nicht finden werdet. Es gibt so viele Content Creator in Call of Duty und natürlich auch in anderen Spielen mittlerweile, die aus meiner Sicht den wahren Fokus verlieren. Ich kann zwar verstehen, dass sie das vielleicht machen, um mehr Reichweite zu erlangen, kann ich verstehen, weil viele ja auch davon leben und abhängen, absolut verständlich, aber wir sind natürlich als Content Creator, als Konsumenten dann das Problem, dass das immer so weitergeht und sich in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Und vielleicht bin ich schon zu alt, aber meiner Meinung nach ist es völlig falsch. Schaut mal, wir sind hier in diesem Events-Tab und ich kenne mich damit wirklich nicht gut aus, weil mein Interesse liegt überhaupt nicht darin. Ich klicke jetzt hier auf irgendein Event und sehe hier irgendwelche Tarnungen, irgendwas, was ich mir wieder freispielen kann, irgendwelche Bilder, irgendwelche Token. Mich persönlich interessiert das absolut gar nicht. Wenn ich hier oben das schon sehe, dann wird mir schon schlecht. Wenn ich auch, das ist jetzt sind wir schon mal wieder im Shop, ja, und da frage ich mich, was ist mit Call of Duty und Warzone los? Die ganze Identität, die dieses Spiel mal ausgemacht hat vor 10 Jahren, war Call of Duty so ein cooler Kriegsshooter. Man hat geballert, da gab es coole, gefährliche Soldaten. Ja, man hat irgendwie gedacht, so ist das so bei den Navy Seals, wenn die irgendwelche Special-Missionen machen, ungefähr so, wie das dann im Singleplayer aussieht. Und in den Trailern hat man sich das vorgestellt, so Helis, die irgendwo tief runterfliegen und landen, irgendwelche coolen Sniper, die man mit ihrem Ghillie-Suit nicht sehen kann, die tagelang da liegen und auf ihr Ziel warten, auf den Boss der Terroristen und so. Als kleiner Junge interessiert man sich halt oft für solche Dinge, auch ohne böse Absichten. Und das war irgendwie erwachsen. Das war spannend. Und ja, und dann dieses Gegeneinander kämpfen in einer Runde, der Bessere gewinnt, das hat einfach einen Reiz gehabt. Und was ist heute los? Guck dir das an. Diese komischen Skins, Cartoon-Skins. Hier ist auch wieder irgendein Event, wo ich mir denke, hier, guck dir das mal an. Was geht hier ab? Was ist das bitte? Sowas läuft jetzt da rum und da frage ich mich wirklich, was geht ab hier? Ich kenne das gar nicht. Das ist irgendeine Serie, so wie The Simpsons oder so. Ich kenne das nicht, ja. Dafür bin ich vielleicht auch einfach zu alt oder ich habe auch einfach nicht die Zeit, mich mit sowas auch noch zu beschäftigen. Aber sowas läuft im Spiel jetzt rum, wo ich mich frage, was geht ab? Die wollen, und die Antwort ist natürlich immer gleich. Es geht ums Geld, ja. Activision ist einfach nur eine große Gelddruckmaschine. Und der Kern, also der Hardcore-Kern, der interessiert die nicht mehr. Und das ist natürlich ein Problem. Aber es geht einfach in eine, ja, völlig falsche Richtung, die ich nicht verstehe. Denn jetzt endlich versuchen die das Spiel aus meiner Sicht künstlich am Leben zu erhalten. Wenn nicht irgendwie alle 3 Wochen irgendein neuer Content in irgendeiner Form rauskommt, irgendwelche Waffenskins, die man erspielen kann,
dann ist das ja schon langweilig für viele. Aber da frage ich mich, was ist erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn man im Shop guckt und ich kaufe mir so eine Waffe hier und da läuft einer mit dieser Waffe rum, da frage ich mich, der hat doch nichts erreicht. Nichts. Das Einzige, was er erreicht hat, ist, er hat hier irgendwie 18 Euro ins Spiel gebuttert für einen Waffenskin, den du übernächste Woche eh nicht mehr spielst. Und der hat nichts erreicht in dem Sinne, und das kann ich ja noch verstehen, wenn man Ranked spielt und dann die Schillernd-Tarnung freispielt und die anzieht. Dann weiß man auch, als gegnerischer Spieler, wenn es nicht so viele Cheats gäbe, okay, man muss aufpassen, mit wem man es da zu tun hat. Ne? Der hat die Schillernd-Tarnung, der weiß, was er tut. Der hat eine Belohnung dafür gekriegt, das kann ich noch verstehen. Aber irgendwelche goldenen Tarnungen und irgendwelche Waffentarnungen frei zu spielen und irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, kann ich noch so ein bisschen verstehen, damit man ein bisschen Ziel hat, so. Aber du kommst als Normalo ja auch gar nicht mehr hinterher. Wenn du alles freispielen willst, wie willst du das schaffen? Es gibt ja allein schon so viele Spielmodi. Es gibt den Singleplayer, es gibt den normalen Multiplayer mit zig verschiedenen Untermodis, also Deathmatch, Suchen, Zerstören, was weiß ich. Dann gibt es Zombies, dann gibt es Warzone Wiederauferstehung, es gibt Warzone Battle Royale, es gibt Warzone Ranked, es gibt Warzone Plünderer und was es nicht alles gibt. Wenn du das alles immer freispielen willst, die ganzen Events, die ganzen Waffenskins, dann ist es ja schon fast ein Vollzeitjob. Und wo sind wir heute angekommen? Ohne Witz, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber was ist los mit dieser Welt? Es läuft absolut in eine falsche Richtung. Und ich versuche mit meinem Kanal immer das zu projizieren, was wirklich ja wichtig ist aus meiner Sicht. Und das ist einfach Spaß haben am Spiel und Erfolg zu haben. Mit Erfolg hat man Spaß. Früher war alles besser. Also, wenn wir leben. Früher gab es, zu meiner Zeit, Jugendzeit, gab es Counter-Strike 1.6, Unreal Tournament. Ich habe mit Splinter Cell angefangen. Ich habe Ghost Recon gespielt. Ich habe Battlefield gespielt und immer exzessiv, bis ich da gut drin war. Und worum ging es da? Man hat sich mit Leuten getroffen, mit denen man gut harmoniert hat. Damals noch im Teamspeak. Und dann ist man in eine Runde und hat sich überlegt, ja, wir müssen B einnehmen, das und das können wir besser machen, die und die Strategie, die Smoke, dies, das, jenes, was auch immer. Das hat funktioniert, man hat sich gemeinsam gefreut und man hatte Spaß am Spiel. So wie Jungs sich auf dem Fußballplatz treffen, gegeneinander spielen und sich stetig selbst verbessern, besser mit Ball lernen, umzugehen und gemeinsam in einem Team irgendwelche Taktiken entwickeln, um einfach gemeinsam besser zu werden. Das ist doch das, was eigentlich Spaß macht und was immer mehr über diesen ganzen Content-Flut, die man kriegt, einfach komplett verloren geht. Oder habt ihr irgendwie damals ständig neue Fußballschuhe euch irgendwie gekauft, rote, grüne, um dann irgendwie besser auszusehen? So ist es doch. Wer so mit so einem Ding rumläuft, der sieht vielleicht besser aus, kann aber im Grunde immer noch genauso wenig, hat sich null weiterentwickelt. Und so ist das beim Fußball ja auch. Da kauft sich ja auch keiner ständig neue Fußballschuhe. Wenn jemand Fußball liebt, dann spielt der Fußball aus dem Grund, den ich zuvor genannt habe. Und das ist irgendwie für mich echt eine Entwicklung, die einfach völlig falsch ist. Und alles ist nun nur noch, dass es irgendwie nicht anders geht, ist klar, aber alles ist nur noch profitorientiert. Und das große Problem ist, dass du und ich, also Content Creator ja sowieso, aber diejenigen, die das Video zum Beispiel gerade gucken oder andere Videos von Content Creator in diesem Bereich, dass das die Minderheit ist. Man darf nicht vergessen, die meisten, die abends Warzone spielen, sind die, die irgendwie eine Playstation haben, die dann irgendwie gefühlt so da liegen, nach der Arbeit mit einem Controller und ein bisschen eine halbe Stunde zocken, dann 1, 2 Kills die Runde machen, vielleicht mit viel Glück eine Runde gewinnen und dann ins Bett gehen. Das sind die Normalen. Und damit komme ich schon rüber zum nächsten Thema, den ich ganz kurz ansprechen will, SBMM. Und beim SBMM ist ein guter Anschluss, es nervt eigentlich nur noch. Skill-Based Matchmaking ist der größte Müll. Ich muss es einfach so sagen. Gab es früher auch nicht und früher war sowieso alles besser, Motto dieses Videos, hatten auch alle einen Riesenspaß an ihrem Spiel. Und das Riesenproblem ist hier wieder das Geld und die Leute. Also, ich habe ja gerade gesagt, die Mehrheit sind diejenigen, die sich gar nicht wirklich für das Spiel interessieren. Die gucken hier und da mal vielleicht ein YouTube-Video, aber das sind die, die abends irgendwie nur eine Stunde zocken und gar nicht richtig grinden und gar nicht wirklich richtig besser werden, sondern irgendwie nur noch abschalten. Und das ist die Mehrheit und die Mehrheit gibt das meiste Geld. So, das ist das Problem. Also, es wird auf den Hardcore-Kern im Grunde geschissen, auf gut Deutsch. Und das nervt einfach. Und
Das führt dann dazu, dass gute Spieler wie wir überhaupt nicht mehr belohnt werden. Also diese Anstrengung, die wir vornehmen, dass wir viel besser sind als die Mehrheit, wird für uns durch das Skill-Based Matchmaking einfach eliminiert. Das heißt, wir müssen immer reinschwitzen, egal wie gut wir sind. Wir werden also eigentlich nicht dafür belohnt. Früher oder ohne Skill-Based Matchmaking wirst du ja dafür belohnt. In dem Sinne, dass du eigentlich fast in jeder Runde überdurchschnittlich gut bist, weil du ja grundsätzlich im Gesamttopf auch ein übergut durchschnittlicher Spieler bist. Für die abends so ein bisschen zocken, ist es gut. Das sind die schlechtesten Spieler, die es gibt. Die haben alle eine 0, KD und da wird dafür gesorgt, dass da kein Streamer drin ist oder einer mit einer 2er KD. Also für die ist das natürlich entspannt und dadurch, dass das die Mehrheit ist, wird es natürlich auch weiter betrieben. Und wir müssen halt einfach reinschwitzen und kriegen dafür trotzdem, wir werden halt einfach nicht belohnt, was irgendwo auch wieder unfair ist. Und das führt dann dazu, dass irgendwelche VPN-Anbieter auf dem Markt erscheinen, die dir dann sogenannte Bot-Lobbys verschaffen, damit wir auch mal unseren Spaß haben und jetzt endlich ja auch für unseren Grind belohnt werden. Was aber auch eine völlig falsche Entwicklung ist. Da wird wieder Geld gemacht und ja, es geht wieder nur ums Geld und es ist irgendwie so ein Karussell, so ein Schneeball, der sich da in Bewegung setzt, der einfach in die falsche Richtung rollt, aus meiner Sicht. Und das ist wirklich sehr schade. Und in dem Zusammenhang gibt es jetzt ja auch immer mehr diese Casual-Modis, ja, wo du gegen Bots spielst. Und jetzt gibt es noch die KI. Und zusammen mit der KI wird es noch viel schlimmer. Du wirst nämlich in Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, hast du jetzt einen echten Spieler eliminiert oder hast du irgendeine KI eliminiert, weil die KI sich genauso verhält wie ein echter Spieler, genauso heißt wie ein echter Spieler. Du kannst es dann vielleicht gar nicht mehr unterscheiden. Und das gibt aber dann den, ich sag mal, schlechten Spielern, wie gesagt, diese Mehrheit, 0, KD, das Gefühl, sie wären die Größten, weil sie plötzlich in der Lobby sind und plötzlich 10 Kills machen und sonst immer nur 1, 2 Kills gemacht haben und denken, boah, krass. Und die vielleicht, glaubt es mir, die vielleicht im ersten Moment gar nicht verstehen, dass sie gegen Bots spielen. Und sie werden es immer weniger verstehen, weil Bots immer schwerer zu erkennen werden mit der KI. Also diese Entwicklungen, die wir gerade machen, da müssen wir gegensteuern. Und ich hoffe eins, und ich glaube, das unterschätzt Activision oder grundsätzlich alle, die Content Creator haben immer noch eine sehr große Macht. Wenn jetzt Content Creator in einem Hype, wie ja gerade alle auf Battlefield überspringen und da vielleicht sogar bleiben, weil es so gut ist und die wirklich vieles richtig machen und vielleicht sich wieder 2 Schritte zurückgehen und wie ich sagte, auf den eigentlichen Spaß eines Spiels besinnen, dann wird Call of Duty es schwer haben und ich hoffe, dass das passiert. Aus meiner Sicht muss auf gut Deutsch gesagt Activision mal richtig auf die Fresse fallen. Die müssen richtig Geld verlieren, damit sie wach werden und umstrukturieren und einiges richtig machen, so wie das bei Battlefield ja jetzt in der Vergangenheit auch der Fall war und die jetzt die Chance haben, einiges besser zu machen. Um das abzuschließen, noch ein kurzes Wort zu Ranked. Ranked ist eigentlich das, was ich super feiere, weil das genau das widerspiegelt, was ich zuvor gesagt habe. Und böse Zungen von euch werden jetzt vielleicht sagen, ja, heul doch nicht so rum wegen SBMM, dann spielt's einfach Ranked. Also erstens, Ranked gibt's nicht immer. Da musst du schon lange am Spiel am Ball bleiben, damit du dann endlich mal Ranked zocken kannst. Und in Ranked versammeln sich spätestens ab dir oder Platin 3 alle Hacker. Das heißt, du hast auch da ständig ein Problem, in Warzone zumindest. Und dann ist ja das nächste Thema, wo ich mir denke, das kann ja nicht wahr sein. Sie investieren gefühlt 0 Geld in ihr Anti-Cheat-System, was dann eben darin resultiert, dass du ständig Hacker hast und überhaupt kein Vertrauen mehr hast. Wenn da einer mit einer Schillern-Tarnung rumläuft und dich die ganze Zeit durch die Wand anaimt, hat auch plötzlich die Schillern-Tarnung für mich 0 Bedeutung mehr. Wenn jemand im Discord postet, er ist jetzt schillernd, dann frage ich mich schon, ich sehe ihn kaum spielen, weiß ich nicht, ob ich das so glaube. Das ist einfach schon Misstrauen, was ja doof ist, das will ich gar nicht. Vielleicht hat er sich das hart erarbeitet, aber allein dieses Misstrauen, was dadurch entsteht, und ich selber erlebe es ja, wir spielen im Moment viel Ranked, du hast ständig Hacker, 100%ig hast du ganz viele mit Wallhack und ab und zu auch ganz offensichtliche Hacker. Und ich verstehe nicht, darin wird auch 0 investiert. Wieder, weil das die Minderheit ist und darauf scheißt Activision, die wollen einfach nur Geld machen, sonst nichts. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und euch sozusagen meine ganzen Sorgen und den negativen Part angehört habt, dann danke ich dafür schon mal. Und jetzt abonniert gerne meinen Kanal, um mich zu unterstützen und kommt doch in unseren Discord, denn hier ist es eine große Community, die sich entwickelt, eine super nette Community, die gerne ihre Abende miteinander verbringen und auch Battlefield 6, wenn es dann wirklich so viel hält, wie es verspricht, wird in diesem Discord sicher vertreten sein. Also fühlt euch eingeladen, hier kriegt ihr auch Coachings kostenlose, kommt auf unseren Discord
habt Spaß mit uns. Sind wir auch schon beim positiven Teil des Videos angekommen, was mir jetzt endlich Hoffnung gibt. Es ist jetzt Battlefield 6 angekündigt, wie man im Hintergrund ja jetzt sieht. Es gab erste Trailer, es gab den Multiplayer-Reveal, es gab ein Event, wo viele Content-Creator drauf oder dabei waren, selbst welche von Call of Duty und aus anderen Bereichen. Waren viele dabei und alle haben in Summe dasselbe Fazit. Battlefield scheint es geschafft zu haben, wieder zu seinem Ursprung zurückzukehren, aber trotzdem natürlich neue Sachen mit zu integrieren. Klar, die müssen sich ja auch irgendwo weiterentwickeln. Und ich möchte jetzt so ein bisschen drauf eingehen, was ich von Battlefield halte und vor allem, was meine Vergangenheit ist zu Battlefield. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja erst letztes Jahr angefangen, diesen YouTube-Channel zu gründen. Aber ich zocke, und das ist jetzt nicht untertrieben, Shooter schon immer, also seitdem ich denken kann, schon als kleiner Junge hat mich das sowas von gecatcht und ich hatte immer wieder in meinem Leben so viel Spaß daran und ich versuche ja auch wirklich die Leidenschaft und den Spaß, den ich darin sehe, wie anfangs erklärt, auf diesem Kanal und unserem Discord-Channel zu transportieren. Also ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen. Bei uns gibt es wirklich junge und alte, gute, schlechte Spieler, aber trotzdem schaffen wir es, dann eine gute Community drüber aufzubauen. Und selbst jung und alt haben Spaß zusammen, alles möglich. Naja, auf jeden Fall meine Backstory zu Battlefield. Ich habe ja damals mit Battlefield 2 angefangen, habe vorher wie schon auch Ghost Recon und Splinter Cell und sowas gezockt, auch ein bisschen Counter-Strike 1.6 und Unreal Tournament. Aber irgendwann kam mein Vater abends nach der Arbeit nach Hause mit Battlefield 2 in der Hand, damals natürlich noch schön in CD und ich habe mich gefreut wie so ein kleiner, glücklicher Junge. Allein, mein Vater hat das damals schon erkannt, dass ich da so viel Spaß dran habe und hat mir da auch nie irgendwie Steine in den Weg gesetzt. Also vielen Dank dafür, Papa. Und es ist wirklich, da freue ich mich einfach immer und da habe ich natürlich auch eine Verbundenheit. So, jeder hat das als Kindesalter irgendwas Schönes erlebt, was in Erinnerung bleibt. Das Beste daran ist halt, dass mein Vater auch zockt bis heute noch und wir haben auch Battlefield 2, soweit ich weiß, damals zusammen gezockt und wir haben auch Battlefield 3 damals zusammengezockt und auch da, und da komme ich auch wieder zur Discord-Community, war es immer möglich, dass irgendwie alle gut zusammen spielen konnten. Ich war natürlich als kleiner 16-jähriger Junge reaktionsstark und super schnell und reaktionsschnell. Mein Vater war ein bisschen älter, ein bisschen langsam, aber trotzdem haben wir gut harmoniert. Ich habe zum Beispiel extrem viel, mehr als 500 Stunden locker, also ich habe bestimmt über 1500 Stunden in Battlefield 3 gehabt und habe davon sehr viel im Jet verbracht. Habe sogar auch ein paar Turniere gespielt damals als Jetpilot, für Snowguard damals noch. Und mein Vater war immer der mit der Anti-Air rumgefahren ist und ich war im Jet und er hat mir dann die anderen Jets vom Nacken gehalten und das war halt, allein schon das hat schon riesen Spaß gemacht. Dann haben wir noch mit anderen zusammen gespielt, also wir hatten wirklich viel, viel Spaß. Und allein darauf freue ich mich schon, weil ich mir sicher bin, dass mein Vater Battlefield auch zocken wird, dass wir da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zusammen zocken können, dann zusammen in unserer Discord-Community. Und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Damals war ich auch in so einem Battlefield-Clan, also Battlefield 3 ist für mich ganz, ganz tief verwurzelt. Und das, was ich jetzt bei Battlefield 6 sehe, erinnert mich extrem stark an die Zeit. Und wenn die es wirklich schaffen, das so gut hinzukriegen, wie ich es im Moment auch empfinde, allein durchs Zuschauen, dann freue ich mich da wirklich sehr, sehr stark drauf. Und wie gesagt, mich lassen Shooter nie los. Auch CSGO habe ich extrem viel, mehr als 3000 Stunden auf dem Nacken. Das ist das, was ich repräsentiere. Also wenn es hier Battlefield 6 Content gibt, könnt ihr euch darauf freuen. Bei mir werde ich euch unterstützen, möglichst guter Jetpilot zu werden, möglichst guter Helipilot zu werden, möglichst guter Panzerfahrer zu werden. Die Tipps und Tricks für einen Infanteriesoldaten, für Teams in Squads, wie man da am besten agiert, das alles wird dann Thema auf diesem Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, wie offen ihr gegenüber Battlefield 6 seid, wie sehr ihr euch drauf freut oder ob ihr meint, es ist nur ein Hype, der schnell wieder vorbei ist. Und jetzt möchte ich euch noch einen Grund nennen, warum ich diesmal wirklich glaube, dass Battlefield 6 nicht nur ein Hype ist, sondern wirklich sehr, sehr großes Potenzial hat. Und zwar, das ist Battle Royale. Also, Warzone, ganz ehrlich, darum zocke ich es ja auch noch, hat für mich keinen vernünftigen Konkurrenten. Also wenn wir überlegen, es hat vernünftige Konkurrenten, aber die sind dann zu sehr anders. Also Fortnite. Fortnite ist natürlich ein super Spiel. Hat natürlich auch immer noch einen großen Hype und damals einen Riesenhype gehabt. Sind ja ganz viele Content Creator extrem groß drüber geworden. Ist aber natürlich, spricht eine ganz andere Zielgruppe eigentlich an oder eine umfassendere Zielgruppe, was Call of Duty jetzt ja auch versucht mit ihren bunten Cartoons, aber gut.
Also Fortnite ist an sich ein gutes Spiel, muss man aber mögen. Kommt für mich aber nicht in Frage. Habe ich damals auch viel gespielt, aber da war es noch mit Bauen. Aber ich möchte halt einen Warzone-ähnlichen Konkurrenten. Also damit fällt Fortnite weg. Es gibt PUBG. PUBG ist eigentlich auch gut, aber komplett veraltet. Komplett veraltet, ist mir auch zu langsam, zu träge. Technisch fühlt sich das irgendwie ein bisschen komisch an, obwohl das Waffenplay, Gunplay eigentlich sehr gut ist. Aber dieses ganze Movement und so gefällt mir nicht. Warzone hat ein extrem geiles Movement. Waffen sind einfach zu handeln. Ist an sich ein super Spiel, wenn man nicht so viele Fehler machen würde wie jetzt. Und dann gibt es noch Apex Legends. Apex ist aber auch irgendwie ganz anders und ist auch irgendwie tot. Also gerade als junger Content Creator wie mich will man natürlich auch irgendwas spielen, was ein gewisses Interesse hat. Beziehungsweise in erster Linie ist mir das immer noch am wichtigsten, was mir selber am meisten Spaß macht. Und da ist Apex jetzt, habe ich auch mal eine Zeit lang probiert, nicht so hoch dabei. Und ist auch, wie gesagt, so anders. Also das heißt, einen, ich sag mal, modernen Kriegsshooter, wie jetzt zum Beispiel MW2 ja war, was übrigens für mich immer noch ein sehr gutes Spiel war. Darauf hätte man aufbauen müssen, meiner Meinung nach, zumindest was Warzone angeht. Gibt es keinen Konkurrenten. So, und jetzt Battlefield 6, also allen Leaks nach, wenn man den glaubt, wird ein Battle Royale erscheinen, der auch unabhängig vom Hauptspiel dann ist. Und das ist für mich eine riesen Chance, weil die Zukunft, beziehungsweise eher gesagt die Gegenwart von modernen Shootern ist Battle Royale. Battle Royale hat damals, glaube ich, mit H1Z1 angefangen, dann gab es PUBG, dann gab es Fortnite, dann gab es Warzone, Battlefield hatte auch schon mal ein Battle Royale, Firestorm, glaube ich, aber hat nicht gefruchtet, ich glaube auch, weil es nicht kostenlos war, sagt man zumindest. Wenn jetzt Battlefield 6 es schafft, auf der Basis von dem Hauptspiel Battlefield 6 ein vernünftiges Battle Royale auf die Beine zu stellen und auch da auf die Community hört, dann wird sich ein riesen neues Feld ergeben und zusammen mit Extraction Shooter und Battle Royale ist das halt die Gegenwart. Wer weiß, was die Zukunft für neue Modis noch bringt, aber Battle Royale ist für mich einfach was sehr viel Spaß macht, was sehr viel Potenzial hat und was so ein Shooter, so ein großer Shooter wie Battlefield 6 und auch Call of Duty einfach braucht. Und wenn da viele drauf überspringen und dies einfach richtig machen, dann wird auch Warzone wieder wach und einiges wieder richtig machen. So die Hoffnung. Und das ist das, was wir aktuell wirklich brauchen. Ich verstehe auch nicht, warum das so spät passiert. Also seitdem ich vor einem Jahr mit dem YouTube-Channel angefangen habe, habe ich auch schon nach einem Alternativ-Battle Royale geguckt, was mich catcht. Es gibt es aber nicht. Seit Jahren gibt es einfach keine gute Alternative in dem Bereich. Und da wundert es mich wirklich, dass da noch nicht andere kleinere Hersteller drauf angesprungen sind. Aber es ist, wie es ist. Und ich sehe da einfach eine super große Zukunft. Und damit kommen wir zu der Zukunft meines Kanals. Was ich jetzt sage, darauf könnt ihr euch verlassen. Solange ich lebe, werde ich das auf jeden Fall so verfolgen, weil das weiß ich aus Erfahrung, weil ich immer wieder, wie schon gesagt, seit über 20 Jahren, ich bin 33, also ich habe auf jeden Fall mit 10, glaube ich, schon da angefangen, in die Richtung was zu machen. Und ich falle immer wieder noch zurück. Es macht mir Spaß und das bleibt auch so. Und das werde ich auch, so gut es geht, zumal ist es ja mein Hobby. Ich habe da ja auch viele Freiheiten, ich bin davon nicht abhängig. Also werde ich das als Content machen, was mich auch wirklich interessiert. Und ich weiß, viele von euch interessiert auch das tatsächlich. Und es ist und bleibt Shooter, ne? Um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Die Zukunft meines Kanals bzw. von Aimfuchs ist Shooter spielen, in einem Shooter sich reinfuchsen und möglichst schnell, möglichst gut werden und eine schöne, nette Community aufbauen mittels im Moment Discord und auch anderen per Coachings zu helfen, die ja auch auf Discord kostenlos sind. Wenn ihr von mir zum Beispiel ein Warzone-Coaching wollt, kommt auch deswegen gerne in den Discord. Und mich würde jetzt aber mal interessieren, wo ihr mich als Zukunfts-Aimfuchs seht oder was ihr euch vielleicht wünscht. Schreibt das doch auch gerne mal in die Kommentare. Kommentare helfen ja sowieso immer dem Algorithmus, also überwindet euch, schreibt einen Kommentar und wenn es nur ist, gutes Video oder das und das fand ich irgendwie anders, wir lassen uns diskutieren, macht's einfach. Genau, und aktuell konzentriere ich mich ja auf meinem Kanal komplett eigentlich auf Call of Duty, beziehungsweise noch verstärkter Warzone und aktuell auch wieder Auferstehung Ranked. Also wenn ihr da besser werden wollt, seid ihr hier genau richtig. So, jetzt kommt aber Battlefield raus und ich werde Battlefield auf jeden Fall testen. Ich freue mich da wirklich, das hatte ich schon lange nicht mehr, wie so ein kleiner Junge, der damals von seinem Vater Battlefield 2 mitgebracht bekommen. Ganz so extrem ist es jetzt vielleicht heute nicht mehr, aber so ungefähr freue ich mich aktuell wirklich mal auf das Spiel, das einfach mit Freunden zu spielen, zu testen
und mal sehen, wohin es sich entwickelt. Aber wenn Battlefield das hält, was es verspricht, was ich ja auch hier so ein bisschen mitgebe, dann kann es gut sein, dass ich auf Battlefield rüberschwenken werde. Ob ich dann ganz rüberschwenke oder sowohl Warzone und Battlefield bediene, das muss ich dann gucken, wie ich das geregelt kriege, beziehungsweise wie gut oder ob Warzone sich im Positiven verbessert oder nicht. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, auch wenn das vielleicht ein Rückschritt für den Kanal bedeutet, weil ich jetzt im Moment noch nicht als Battlefield Content Creator bekannt bin. Ist aber nicht schlimm, weil wie gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Es ist mein Hobby und ich mache das, was mir Spaß macht. Und ja, so sieht die Zukunft aus. Und wenn ich euch jetzt überzeugen konnte von mir, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo, Kommentar und Daumen hoch da. Und wenn, wie gesagt, ihr eine nette Community sucht, dann joint jetzt unseren Discord. Und wenn du wissen möchtest, wie man in Rebirth Ranked möglichst schnell einen möglichst hohen Rang erreicht, dann schaust du dir jetzt unbedingt dieses Video an.